Psst, psst. Bist du ruhig? Bist du ruhig? Ja. Heute möchte ich vorstellen, welche Komponenten in den Elektro-Device-Rumpf eingebaut werden. Und ich habe hier eins der ersten Modelle parat und würde gerne zeigen, wie und was für Equipment sich eignet und womit wir begonnen haben, dieses Modell auszurüsten. Viel Spaß! Wir haben hier also eine Haube, die hier hervorragend von alleine einklickt. Das heißt, so ist die Haube hier als Spritzgussteil vorgesehen, hat hier einen kleinen Eingriff im Rumpf. Genau, und hier sieht man die Akkus, das ist jetzt also die 5S-Version, hier mit einem Leo Motion Motor 3031 2900, einem 95 Ampere Regler und 5S, also 2S und 3S Akkus kombiniert zu einer 5S-Konfiguration. Ganz praktisch dieses Maß, der 1800er Akku passt hier an den Holmverbinder heran. Das heißt, wir haben hier eigentlich eine ideale Stützung nach hinten hin. Die Kabel im Flügel passen daran noch vorbei. Man muss nur die vorderen Torsionsstifte des Flügels auf 4 mm kürzen und dann passt der Akku passt zwischen den Flügeln durch. Genau, also serienmäßig ist hier vorne ein Rumpfspann werksseitig eingebaut, der ist aber für diesen Leo Motion Motor etwas zu weit vorne und da brauchen wir einen neuen Motorspann, je nach Motor, der dann etwas weiter hinten eingeklebt wird. In dieser Version haben wir einen Spinner mit 30 mm Durchmesser eingebaut und es gibt aber auch die Möglichkeit, wenn der Motor etwas schwer ist, unsere Konfiguration bringt eher eine Kopflastigkeit, dann können wir den Motor auch noch mal ein Stück weiter nach hinten versetzen und mit einem 32er Spinner kombinieren. Das ist also bei etwas schwereren Antrieben angebracht, damit wir nicht zu viel Blei hinten im Leitwerk einbauen müssen. Gut, was ist noch zu beachten? Genau, also wenn Sie einen Device ausrüsten, bekommen Sie hier ein Servobrett mit dazu. Die Servos liegen also hier im hinteren Bereich. Das heißt, Sie beginnen hinter dem hinteren Torsionsstift des Flügels und sind vorgesehen für die also MKS HV 6100 Servos. Das Servobrett stützt sich hier hinein und wird dann mit zwei Schrauben, mit zwei Senkkopfschrauben in den Rumpf geschraubt. Das zeige ich hier gleich mal. Also mit diesem 3D-Spritzgussteil werden die Servos von unten auf das Servobrett geschraubt. Ich habe hier die etwas größeren Servohebel benutzt. Das heißt, die sind hier im kürzesten Loch. Der Servohebel ist also gekürzt und das ist das kleinste Loch, das dichteste Loch von der Servomitte. Und genau, hier sind ganz normale 2 mm Gabelköpfe drauf. Da kommt dann eine Gewindestange in das 4 mm Kohlerohr zur Anlenkung. Und das Ganze geht natürlich nach hinten weg. Das heißt, wir haben hier den Rumpf. Der Rumpf und die Servos werden hier so positioniert. Das heißt, hier sieht man, das ist der hintere Torsionsstift. Von dem aus messen wir 7,5 mm nach vorne und 2,4 mm von der Unterkante der Profilanformung. Wird ein 2 mm Loch gebohrt, um dann das Servobrett hier festzuschrauben. Das ist sehr wenig im Prinzip, aber die Servos, das hintere Servo setzt sich hier mit dem Servobrett in der Rumpfwand fest und insofern ist das an 4 Punkten befestigt und
Ja, funktioniert einwandfrei. Dieses Servobrett wird vorne auf 24 mm zusammengeschliffen und hier hinten auf 22 mm in etwa, damit es hier in die Rumpfkonfiguration passt, und wird von vorne eingeschoben, und man kann dann im Prinzip hier am Ende durch das Torsionsloch, wenn Sie hier längere Schrauben benutzen, die oben rausschauen, kann man das ganz gut hier genau dann in diese Position bringen. Man sieht praktisch durch das Torsionsloch die vordere Verschraubung des Servos, und an der kann man das genau in die richtige Position bringen. Ja, es ist mir mehrfach gelungen. Ich hoffe, das gelingt Ihnen genauso. Vielen Dank.